So, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe die Sneak gewonnen, die Mitternachts-Sneak. Und ich habe mir gedacht, dass ich noch das Gewinnerdeck zeige. Also mein Extra-Deck waren dieser Neuner, der sagt einfach nur aus, du kannst einen Tuner von deinem Friedhof verbannen und dafür eine Karte schießen. Und wenn er drauf geht, also wenn er zerstört wird und auf den Friedhof gesendet wird, dann kannst du dir einen verbannten Empfänger von deinem, ja, von der verbannten Zone, kannst du dir deine Hand hinzufügen. Dann hier der 5er Synchro, das ist eine neue Aromakarte, die sagt aus, solange du mehr Lebenspunkte hast als dein Gegner, kriegen alle Pflanzenmonster 500 Angriff. Dann, wenn du Lebenspunkte erhältst, kannst du eine offene Karte wählen und den Effekt bis zur Endphase annullieren. Okay, so viel zum Extra-Deck. Dann die Main Engine. Das ist der beste Tuner an dem Deck gewesen. Diese Crystron. Dazu gibt es mehrere Karten. Den 1/8er, der sagt, wenn er am Friedhof ist, kann er sich verbannen. Und du kriegst einen Token, 0/0 und Level 1. Dann gibt es den hier. Der sagt, wenn der am Friedhof ist, kannst du ihn verbannen und dann kannst du dir eine Crystron Zauber- und Fallenkarte suchen. Nur ein Beispiel dazu ist der Crystron Zugang. Den habe ich jetzt nicht verwendet in dem Turnier. War zwar im Deck, aber nur weil ich den suchen wollte. Die andere Karte dazu, die ich öfters benutzt habe, war der Crystron Einschlag. Die sagt aus, du kannst eine verbannte Karte, egal von wem, kannst du zurücksenden in den Friedhof. Ne, Quatsch, das war die andere. Okay, ich war gerade ein bisschen durcheinander. Also du kannst einen Crystron, kannst du von deiner verbannten Zone, kannst du auf das Spielfeld beschwören. Und hat er noch was? Genau, wenn er beschworen wird, das Monster, dann kannst du ein Monster vom Gegner wählen und das erhält dann 0 ATK. Also es hat dann 0 ATK. Und dann hat es noch einen Friedhof-Effekt. Falls ein Crystron-Monster von dir gewählt wird, dann kannst du die Karte verbannen vom Friedhof und das annullieren. Dann gibt es noch den, der macht das gleiche wie der gelbe im Friedhof. Und den, der ist der beste, der sucht Monster aus dem Deck. Dazu haben sie noch den Ein- und Selben-Effekt, dass wenn sie auf dem Feld sind, kannst du eine offene Karte wählen, auch sie selber. Und dann kannst du die Karte zerstören. Und ein Crystron Tuner, das war der hier oben, das war der einzige, den ich hatte. Es gibt noch einen Ultra Rare Level 2. Kannst du aus dem Deck beschwören, nachdem du die Karte zerstört hast. Und dann kannst du halt nur noch für den Zug Maschinen-Synchro-Monster benutzen. Aber das war ja kein Problem, weil mein Neuner, der war zwar kein Crystron, aber der war eine Maschine. Also habe ich die Basic Combo war halt, ich beschwöre einen von denen. Die zerstören sich halt selber, beschwören den hier. Und dann hatte ich meistens den hier auf der Hand. Der ist komplett nutzlos, ist ein Zwillingsmonster. Und er sagt halt aus, wenn du normal beschwörst, kannst du dem 500 Angriff und Def geben, wenn ein anderes Zwillingsmonster beschworen wird oder halt den anderen Monstern. Und das kann einmal pro Zug nicht zerstört werden. Aber das ist ja komplett egal,
weil du hast den Tuner benutzt, weil sein Effekt ist, du kannst in der Main-Phase oder Battle-Phase deines Gegners, kannst du einfach ein Monster von deiner Hand beschwören, egal was, ohne Condition, beschwörst es einfach und dann machst du gleich danach ein Maschinensynchro. Dann habe ich meistens gleich den rausgepackt und das war dann auch meistens Game, weil die sind jetzt nur mit dem 2/5er Crystron und der Feldzauberkarte rübergekommen, die dem 300 drauf gibt. Und sonst eigentlich nicht. Außer halt mit der Fallenkarte. Weil es gab wieder die paläozoischen Karten. Also diese Fallenkarten, die sich vom Friedhof beschwören und auf dem Feld noch einen extra Effekt haben. So, das gab jetzt die 3, oder? Ich glaube, ich habe sogar noch ein 4. gehabt. Naja, auf jeden Fall die 3. Er sagt, du kannst eine Fallenkarte von deinem Deck auf den Friedhof legen und wie jede von den Fallenkarten, wenn eine Fallenkarte aktiviert wird, egal von wem, dann kannst du die einmal pro Kette vom Friedhof beschwören. Die hat 1/2 Angriff dann und 0 Verteidigung. So, wie gesagt, wie jede andere. Dann kommen wir zu der zweiten. Die war eigentlich nicht so notwendig. Die hat halt gesagt, du wählst ein Verbandes aus und legst es in den Friedhof. Das war's. Also eine verbannte Karte. Ist egal von wem. Das war jetzt das, was ich vorhin verwechselt habe mit dem Einschlag. Legst du auf den Friedhof und dann kann sie halt sich wieder vom Friedhof beschwören. Dann die dritte. Die war die wichtigste. Mit der hat man auch alle Monster oder alle Karten, die man nicht gegen haben wollte, hat man weggekriegt, weil das ist so eine Art Schicksalsschlag bzw. Karma-Cut. Du wirfst eine Karte ab und dann verbannst du die Karte, also eine offene Karte. Kein Monster, eine Karte. Und danach hat es halt, wie gesagt, den anderen Effekt. Jetzt kommen wir zu einem sehr guten Combo-Monster. Das wird auch später in Subterror gespielt, also das würde ich jedenfalls empfehlen. Die sagt aus, wenn sie geflippt wird, dann kann sie irgendein Monster von deiner Hand beschwören. Dann, wenn sie offen ist, im Spielzug eines beliebigen Spielers, da kannst du, falls der Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert, ein Monster, also außer sie, kannst du opfern und dann wird der Effekt wie bei Artefakt umgeleitet auf den Effekt, dass du halt ein Monster zuflippen musst vom Gegner. Also der Gegner muss dein Monster zuflippen. Das kannst du jetzt so machen, dass du jetzt immer 2 Monster hältst, das eine wegtributest und sie dann zudeckst, damit du im nächsten Zug ein neues machen kannst. Oder du machst halt ein Flip-Effekt-Deck, also wie gesagt die Subterrors. Zu den Subterrors gab es neuen Support, nämlich den hier. Der sagt aus, wenn er geflippt wird, dann kannst du eine verdeckte Zauberkarte zerstören pro Subterror Behemoth. Also er zählt sich auch selber mit. Dann, falls ein Monster verdeckt gesetzt wird, kannst du den von Hand beschwören. Das heißt, das ist eine gute Kombokarte mit ihr. Sie setzt Monster verdeckt und beschwört ihn gleichzeitig verdeckt aufs Feld. Dass du den Weg frei machen kannst für ein OTK vielleicht. Dann gab es auch noch Pendelkarten. Die beiden. Das sind beides Künstlerkumpel. Am meisten habe ich das hier benutzt, die Giraffe. Und das auch aus einem guten Grund. Sie sagt als Pendeleffekt, wenn dein Monster zerstört wird,
Also wenn ein Monster von dir zerstört hat, egal ob du angreifst, der Gegner angreift, es muss halt genau ein Monster sein und das muss durch Kampf zerstört werden. Dann kannst du sie danach zerstören, also nicht stattdessen, sondern danach, und dann kommt das Monster wieder aufs Feld. Das heißt, in der Sneak hast du sozusagen die als Scale gespielt, dann hast du ein Monster gespielt, das gleich viel Angriff hat, hast ein Doppel gemacht und dann ist das Monster wiedergekommen und hast nochmal direkt angegriffen. Das war eigentlich ziemlich gut, um bei den meisten mit hohem Angriff also rüberzukommen. Zum Beispiel 1,8er sind ja ziemlich stark bei der Sneak. Und sein Monster-Effekt ist noch besser. Der sagt nämlich, wenn er als normal oder spezial beschworen wird, dann ist es eine Fiendish Chain. Du wählst ein Monster aus und solange die Karte auf dem Feld bleibt, kannst du nicht angreifen und es kann nicht seinen Effekt aktivieren. Dann zu der anderen. Die Robbe. Ihr Pendel-Effekt ist Skill Drain. Also du kannst einmal pro Zug kannst du ein Monster wählen vom Gegner und bis zur Endphase seinen Effekt annullieren. Und das geht auch, wenn die Karte vom Feld weggeht. Also zum Beispiel, wenn du mystischen Raumtaifun oder so ranchainst. Und sein Monster-Effekt war, du wählst eine gesetzte Karte aus. So wie, wie heißt dieser Zyklon, der Galaxy Cyclone, genau. Ne, Quatsch, das war Nightbeam. Der sagt, du wählst eine verdeckte Karte aus, der Gegner kann sie nicht ranchainen, er zerstört sie nicht, sondern er sagt bloß, du kannst die Karte für den Rest des Zuges nicht aktivieren. Halt Scale 3 und 5 war ganz gut für die Sneak, es gab auch einen Vierer und bei den Fallenkarten gab es eigentlich noch eine, aber die habe ich jetzt gerade nicht. Die sagt eigentlich nur aus, du kannst ein Monster um 500 Angriff und Verteidigung erhöhen. Also ihm draufgeben. Okay. Hier habe ich nochmal den gelben, aber den habe ich ja schon gesagt, was er kann. Dann hier die Combo-Pflanzen. Die erste Pflanze, die ist die wichtigste. Sie sagt aus, wenn sie auf dem Feld ist, kannst du einmal pro Zug jemanden eine Zählmarke geben, also eine Raubtier-Zählmarke. Und wenn die es angreift, also die Pflanze, dann sagt sie, du kannst das Monster ohne Schadensberechnung zerstören. Das hat mir sehr geholfen auf dem Turnier, das hat mir mindestens 3 Duelle oder so gewonnen. Und sein zweiter Effekt ist halt, wenn es zerstört wird, dann werden alle Monster der Stufe 2 oder höher mit einer Zählmarke belegt. Und die werden alle zu Stufe 1. Dann ist es eine gute Kombokarte mit der anderen Pflanzenkarte, weil sie kriegt pro Zielmarke auf dem Feld kriegt so 200 Angriff drauf. Das heißt, der Gegner rennt zufälligerweise in sie rein, kriegt überall Zielmarken, dann beschwörst du die, kriegt 1000 Angriff drauf, hat sie 2600. Das wäre jetzt der Optimalfall. Also sie hat noch einen anderen Effekt. Du kannst, wenn du ein Monster überrennst, ist es so eine Art Gojo-Wächter, bloß dass er das Monster ausrüstet. Aber das hat jetzt nicht den Effekt, dass es nicht zerstört werden kann oder so und stattdessen die Ausrüstung, sondern du kannst das Monster zerstören, also auf den Friedhof legen und dann kriegst du die Grund-ATK als Lebenspunkte drauf. Das war halt gut, um zu stallen. Dann hier, wenn wir gerade bei Stallen sind, das war der Geistersensenmann dieses Turniers. Er kann nicht durch Kampf zerstört werden und wenn er angegriffen wird, also wenn er als Ziel eines Angriffs gewählt wird, das ist wichtig, dann kriegt er 1000 Angriff und Verteidigung dazu und er behält die so lange,
bis er selber nochmal angreift. Das heißt, du kannst einfach den die ganze Zeit liegen lassen. Wenn er angreift, kriegt der Angriff dazu. Das bringt dir auch nichts, weil er sowieso nicht zerstört wird. Und ja, war halt eine gute Stall-Karte. Okay. Dann die hier, weil wir schon bei den Gemini-Monstern waren. Ich habe ja die 8er habe ich zweimal gespielt, damit ich auf die Combo mit dem 9er rauskriege. Aber ich wollte den 8er halt irgendwie anders auch noch rauskriegen. Das ist auch ein Gemini-Monster. Das sagt aus, wenn du es nochmal beschwörst, also als Normalbeschwörung, dann kannst du einmal pro Zug, kannst du ein Gemini-Monster, also ein Zwillingsmonster, einfach so als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Dann hast du die verdeckt gelegt, sie hat 2100 Angriff, ist meistens liegen geblieben. Und am nächsten Zug hast du normal beschworen und hattest dann noch den 2-8er in Death. Also das war auch ziemlich gut und das konntest du jeden Zug machen. Dann natürlich die Sneak Promo. Also einmal war sie ein Ultra Rare und einmal habe ich sie nochmal gezogen in Rare. Sie war eigentlich ziemlich interessant. Die ist ein Level 1 Monster mit 1800 Verteidigung, was ich eigentlich zu viel finde, wenn es ein Level 1 Monster ist. Auf jeden Fall hat die Stufe eine Bedeutung, weil es ist auch noch ein Empfänger. So, und jetzt ist der Effekt. Solange die Karte draußen ist, können alle anderen Empfänger nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. Das heißt, wenn du sie zweimal draußen hast, dann kann der Gegner beide nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstören, weil sie beide Empfänger sind. Ja. Um die Fallenkarten rauszukriegen, die 3, habe ich meistens entweder die benutzt oder die hier. Das ist eine neue Clifford-Karte. Sie sagt, ich bin Clifford, ich beschwöre ein 1-8er Monster. Und die Zauber- und Fallenkarten, die im Moment also auf dem Feld sind, die können nicht durch Karteneffekte zerstört werden für den Rest des Zuges. Und natürlich, du kannst das Monster für 3 Tribute für ein Apo Clifford Monster benutzen. Das ist ziemlich gut, aber da Towers verboten ist, bringt das auch nicht viel. Dann ein neuer Überfall-Raptor. Eigentlich ja nicht, es ist ein Cypher-Monster. Das ist jetzt, irgendwie hat es was mit Galaxy zu tun. Aber ja, auf jeden Fall benutzt man den vielleicht in einem 4er-Spam-Deck, falls man viel gegen Extra-Deck spielt. Also das ist ja sozusagen der Hauptfall in jedem Format jetzt. Der sagt einfach aus, falls du kein Monster kontrollierst und der Gegner ein Monster aus dem Extra-Deck, kannst du den wie Cyberdrachen beschwören, hat Level 4 und du kannst halt noch eine Karte abwerfen und ein Cypher-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören oder deinem Deck. Ja, aber das solltest du nicht machen, weil dann kannst du nur noch Cypher-Monster beschwören. Ist halt ein neuer Archetype, würde ich sagen. Aber es gibt anscheinend nur die Karte. Und halt Galaxy, das stand da irgendwie da drauf. Dennoch den. Der ist gut für die Gradles. Den hat ja Lithium öfters mal gefeatured bei den Gradles. Ich habe den eigentlich nur als Defer genommen, weil er 2000 Verteidigung und es ist noch ein Empfänger dazu. Das heißt, ich habe öfters den 5er rausgekriegt. Jo, das war's dann mit dem Deck-Profile. Also mit dem Sneak-Deck-Profile. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons
reach. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeleton.